Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Was ist von dem gegenwärtigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu halten und natürlich auch im Hinblick auf die Europäische Union und andere Alliierte? Nun, wir wissen ja, dass Russland eine Blockade verhängt hat gegen eigentlich sogar alle Schiffe, die in die Azov-See oder das Azov-Meer hineinfahren wollen oder herauskommen wollen, es sei denn, sie bewegen sich im Hinblick auf die russischen Häfen. Und wie uns heute mitgeteilt wurde, soll es über 35 Schiffe geben, die nicht in die Azov-See hineinfahren können. Und 18 Schiffe warten darauf, in die Azov-See hinein manövrieren zu können. Und 9 warten darauf, die Azov-See wieder verlassen zu können. Und andere 8 Schiffe warten ab. Nun, wir haben hier das alles auch im Fernsehen gesehen, wie 3 Schiffe der Ukraine von Russland annektiert wurden, könnte man sagen, und die Seeleute wurden verhaftet. Und natürlich sind die Versionen unterschiedlich, was da jetzt genau geschehen ist. Der UN-Sicherheitsrat hat Russland sehr stark dafür verdammt, hat von internationalem Bruch von Recht gesprochen. Mittlerweile sind seit April 2014 über 10.000 Menschen bei diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine umgekommen, nachdem natürlich damals Russland die Krim-Halbinsel annektiert hat. Der russische Minister hat natürlich dies alles in Abrede gestellt und hat gesagt, nein, das wurde von der Ukraine provoziert und nicht nur alleine von der Ukraine, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union. Und die Gefahr ist die, wie zum Beispiel der EU Observer es schreibt, dass man davon ausgeht, dass es zu einem absoluten, totalen Krieg kommen kann zwischen der Ukraine und Russland. Deutsche Welle schrieb am 29. November, dass die meisten NATO-Staaten und EU-Staaten keine Sanktionen gegen Russland verhängen wollen, wirtschaftlich oder militärisch, obwohl Präsident Petro Poroschenko darum gebeten hat, dass man Kriegsschiffe oder zumindest Schiffe nach der Azov-See sendet, um die Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Jeder gibt natürlich Lippenbekenntnisse ab. Federica Mogherini hat zum Beispiel dies auch gesagt, das war nun ganz schrecklich, was da jetzt geschehen ist, das kann man nicht akzeptieren, aber weitere Maßnahmen sollen nicht ergriffen werden. Der europäische Block ist ohnehin zerstritten im Hinblick auf die Art und Weise, wie man gegen Russland vorgehen soll, wie man mit Russland verfahren soll. Länder wie Italien, Griechenland, Belgien, Zypern, Russland oder vielmehr Frankreich und Deutschland wollen irgendwelche Sanktionen mit Russland sogar erleichtern. Nur die ehemaligen früheren sowjetischen Staaten am Baltischen Meer sind natürlich für eine Verschärfung und so sind es auch Polen und das Vereinigte Königreich. US-Präsident Donald Trump hat jetzt gesagt, also er mag in keinster Weise das, was da jetzt geschieht, und er forderte Angela Merkel auf, sich da aktiv in die Situation hinein zu vertiefen und etwas zu tun. Angela, mach mal, war so in etwa seine Redeweise. Und Angela Merkel hat jetzt auch eine Rede gehalten. Und sie hat natürlich auch wiederum Russland verurteilt, aber nichts weiter. Keinerlei Hinweis auf irgendwelche wirtschaftlichen Sanktionen, von militärischen Sanktionen ganz zu schweigen. Nun, wir sollten uns an Geschehnisse erinnern im Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich war es ja so, dass die Ukraine sehr wohl zusammen mit Deutschland kollaboriert hat gegen Russland, gegen Stalin. Aber als dann die Expansionspolitik durch Hitler sehr klar wurde, dann hat die Ukraine sich entschieden, mit Russland gegen Deutschland zu kämpfen.
Und etwas Ähnliches wird wieder geschehen. Die Bibel prophezeit dies klar und deutlich, dass letztendlich Russland und Ukraine zusammen, vereint, auch mit anderen fernöstlichen Ländern, gegen Kontinentaleuropa unter deutscher Führung kämpfen werden. Also die Idee, dass die Ukraine letztendlich Teil der EU werden könnte, kann man vergessen. Jedenfalls ist das laut Bibel gar nicht möglich. Im Gegenteil, das totale Gegenteil wird geschehen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und diese Broschüre beschreibt auch, was mit Russland und Ukraine geschehen wird im Hinblick auf das kontinentale Europa. Diese Broschüre ist absolut kostenlos. Wenn Sie eine Kopie erhalten möchten, schreiben Sie lediglich und bitten Sie um die europäischen Wiedervereinigungen. Wir werden glücklich sein, Ihnen diese wertvolle Broschüre zu schicken. Wie ich sagte, absolut kostenlos. Aber sie klärt Missverständnisse auf. Sie zeigt anhand der Bibel, was geschehen wird. Die meisten Menschen heute sehen das ganz anders, erwarten ganz andere Entwicklungen. Und sie werden sehr überrascht sein, wenn sie dann sehen, was in Wirklichkeit geschehen wird. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.